Der letzte Film, den ich veröffentlicht habe, ging darum, dass ich meinen NRF24 mit nur 3 Pins ansteuern möchte und deswegen ein neues Konzept vorgestellt habe. Nun, ich habe mich deswegen stundenlang hingesetzt und mir überlegt, wie kann ich den Film am besten machen, und es hat wirklich lange gedauert und er hat immerhin 8 Views gekriegt. Was gibt es da zu sagen? Cares about you. Oh, fucking do it again. Bevor es jetzt irgendwelche Missverständnisse gibt. Ja, mir ist bekannt, dass NerdRalf bereits eine 3-Pin-Schaltung entwickelt hat, aber mir ging es darum, eine zu entwickeln, die ich entwickelt habe. Einfach nur so. Ich war gerade eben wieder dabei, den Atari 2313 mit den NRF24 zusammenzuschalten. Und ich war ein bisschen frustriert, weil mein Test auf dem Arduino Nano das nicht richtig funktioniert hat. Klar, ich habe diesen scheiß Nano auch nicht richtig eingesteckt. Und ich habe rumprobiert mit dem hier und es hat nicht geklappt und es hat nicht geklappt und es hat nicht geklappt und ich war mir sicher, das funktioniert, aber es hat nicht geklappt. Ja, ich Vollpfosten hab ja auch 2 Beinchen zusammengelötet. Okay, nachdem ich jetzt einfach mal den Chip ausgetauscht habe, weil ich Trottel natürlich zu blöd war. Hier mal kurz einen Test. So, schalten wir mal den Kack an. Das dauert jetzt ein paar Sekunden, weil die Entfernung ein bisschen groß ist. So, und jetzt schalten wir den Kack wieder aus. Tja. Eine Stunde Bugfixing für ein blödes, verlötetes Scheißteil. Das ist so frustrierend. Ich geh mal nach Hause. Ich geh mal kacken hier. Okay, nach meinen Aufreger jetzt gerade eben. Was ich in solchen Fällen mache, wenn ich Programmierversuche mache, ist, ich programmiere erst eine Art Schnittstelle, Interface. Ich nenne sie hier SPI-Tricks. Und in diese Schnittstelle programmiere ich das ganz gewöhnliche SPI hinein. Der Vorteil von dieser Vorgehensweise ist, dass ich jetzt Stück für Stück die Funktionen ersetzen kann und danach gucken kann, ob es immer noch funktioniert. Was die 3-Pin-Ansteuerung angeht, möchte ich jetzt in den nächsten Schritt reingehen. Und zwar würde mich interessieren, ob ich die Glock jetzt tatsächlich mit Set-Pin Half Power, ob der NRF24 das tatsächlich als 0 interpretiert. Das würde mich interessieren. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich den Rest zu implementieren und auch Chip Select Not sozusagen an das System anzuschließen. Ich unterteile das jetzt aber in 2 Minischritte, einfach weil ich wissen möchte, wie reagiert der NRF24 auf die Sache und kann ich das überhaupt machen? Kann ich einfach davon ausgehen, dass ein Signal von unter 1 Volt von NRF tatsächlich als 0 oder als Low interpretiert wird? Oder steht es zwar im Datenblatt, aber der NRF ignoriert das? Müssen wir jetzt erst einmal ausprobieren. Nachteil an solchen programmiertechnischen Aktionen, wenn man offensichtlich zu blöd ist, das kleine 1x1 zu furzen und hier an dieser Stelle zum Beispiel den falschen Wert eingibt. Also, ich habe den ganzen Käse jetzt angeschlossen und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es anfängt zu brennen. Wäre endlich mal was los hier. Und es funktioniert nicht. Was ich jetzt als Softwareentwickler natürlich mache, ist, den ersten lauffähigen Zustand wiederherzustellen. Das heißt, an dieser Stelle jetzt Pin Reduce Clock wieder rauszukommentieren und zu gucken, ob ich hier irgendwo einen Verdrahtungsfehler drinnen habe. Es kann auch an was völlig anderem liegen, und zwar NRF sind ein bisschen spannungskurvenempfindlich. Und ich benutze gerade eben diesen
Arduino Nano, also der macht gerade wirklich gar nichts. Den benutze ich hier als Stromversorger. Und wie man sehen kann, ja, ihr seht es ja bereits, der wackelt hier ein bisschen rum. Also, vielleicht mag der das nicht. Ist nur so eine Vermutung. Und kaum stabilisiert man die Stromversorgung, funktioniert es auch mit Low-Pin. Beziehungsweise mit dieser komischen Pull-Up-Funktion, die ich da verwende. Ja, es funktioniert. Und jetzt habe ich den Transistor stattdessen angeschlossen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ausschalten. Die Webseite lädt noch. Funktioniert. Einschalten. Webseite. Ich muss echt was wegen dem WLAN tun. Ausschalten. Okay. Und einschalten. Also mit Transistor funktioniert die Glock auch. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Jetzt müssen wir das Signal splitten. Okay, wir wissen also, dass die Glock mit dem ganzen Zeug hier drumherum funktioniert. Dann würde ich mal sagen, kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Funktioniert auch Chip Select Not damit? Drücken wir doch einfach hier oben auf den Knopf. Finden wir es raus. Okay, das wäre jetzt der Moment der Wahrheit. Ich schalte das Licht hoffentlich aus. Hoffentlich? Nein? Nicht? Bist du dir sicher? Er ist sich ziemlich sicher, dass nicht. Also funktioniert Chip Select Not nicht. Da müssen wir nachgucken, warum. Oh ja, man sollte außerdem noch schlau genug sein, vielleicht CSN dann tatsächlich auf denselben Pin zu setzen, wie die Glock ist. Wo haben wir es dann? CSN ist Pin 3. Und wieder hochladen. Wir haben jetzt 3 Pins angeschlossen, wie ihr hier sehen könnt. Und aus. Na, komm schon. Aus. Und an. Jetzt lädt es gerade wieder ewig. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Aus. An. Jetzt. Es funktioniert. Mit 3 Pins. Ist nicht wahr, ey. Ich hab's ausgesteckt und eingesteckt und der Scheiß funktioniert immer noch. Aus. An. Aus. An. Ich glaub's ja nicht. Mit nur 3 Pins. Ha. Ha. Selber gemacht. Eigene Erfindung. Wie geil ist das? Stronger, bigger, better, 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 stronger, bigger, better than ever before. Bigger, better, stronger, 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 bigger.